Okay, willkommen auf den Kanal Zurück Computersachen und heute seht ihr ein ganz anderes Layout auf dem Bildschirm. Ja, ich dachte eigentlich, das kommt aus China, so ist aber in 3 Tagen da gewesen. Also wird es wahrscheinlich nicht aus China gekommen sein, ist egal. Hier drin ist ein neuer Miner. Und zwar, wenn ich das Notepad an der Seite mal reinschieben darf, das ist ein Ultra 201 von Bitaxe. Und das ist ein Miner, ein Single Miner, der eigentlich recht einfach sein soll. Er hat entsprechende Chips für die SAA Pools und wir machen das hier mal auf und gucken mal rein, was wir da gekriegt haben. Kostenpunkt war 155 € umgerechnet mit Versand. Und dann schauen wir, was einfach da drin steckt. Haben soll es ein Netzteil, schaut schon mal gut aus. Scheint Netzteil zu sein. Und das ist der kleine Miner, allerdings ohne Gehäuse. Die sind ohne Gehäuse. Man kann die aber im Internet als 3D-Print bestellen. Ist also auch weniger ein Problem. Das ist hier so eine Asien-typische Verpackung, das ist völlig normal. Schneidet es sich am besten noch gleich in die Finger nebenbei. Weil ich schon mal gefragt habe, warum die so viele Päckchen auf einmal schnell packen können. Jetzt wisst ihr das, weil es einfach alles nur mit umwickelt, Tesafilm zugeklebt. Mit etwas Glacial hier. So. Und da ist das gute Stück. Hier ist noch ein kleines Display, da sieht man dann, was das gute Stück macht. Dann hier haben wir unseren entsprechenden Miner-Chip. Das ist also ein richtiger Miner, also nicht nur irgendwie ein Blabla-Chip. Auf die technischen Daten gehe ich dann noch ein. Und es ist ein Original Bitaxe. Das ist jetzt ein BM1366 AG, also ein Ultra 201. Und der bringt zwischen 400 und 550 Gigahash. Man könnte jetzt natürlich vergleichbar mit Supra 401 nehmen. Das ist dann der BM1368. Der kostet schon mal 179 €, wird da also angegeben im Versandhandel. Jetzt in Deutschland, ich habe deutsche Preise rausgesucht. Könnt ihr übrigens bei eBay Kleinanzeigen, findet ihr die Dinger auch. Die verschicken die auch, komplett gelötet und alles. Und dann gibt es noch einen BM1397 AG. Da hatte ich jetzt allerdings den, ja, der bringt aber auch nur 350 Gigahash, also das ist auch weniger. Also ich habe mich für den Ultra entschieden, weil es für mich einfach vom, wie sagt man, Preis-Leistung und Hashrate das vernünftigste erschien. Könnte natürlich sein, dass ihr da andere Erfahrungen habt oder andere Sachen seht. Dann richtet euch entsprechend danach. Und ich würde jetzt sagen, wir schließen jetzt das Ding mal an. Jetzt gucken wir nochmal hier rein. Ja. Unser Reißnetzteil. Schaut auch gut aus. Ich würde sagen, wir setzen das ganze Ding jetzt mal in Betrieb und dann schauen wir uns das Ganze an. Okay, dann schauen wir uns das Ganze an. Das ist jetzt hier Mac, aber unter Windows verhält sich das genauso. Ihr macht hier eure WLAN-Verbindungen auf und dann werden hier unter bekannte Netzwerke die entsprechenden Netzwerke aufgezeigt, die er findet. Ich habe da zwar eigentlich normalerweise ein bisschen mehr, aber der Mac ist da ein bisschen sparsamer. Der begrenzt sich immer ein bisschen so auf die zuletzt verwendeten. So, und da ist hier unser Bitaxe F6D9. Das kann nur der sein, das muss unser Miner sein, weil das ist der einzige dieser Art hier ist. Da stellen wir uns eine Verbindung her. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich schon mal ganz einfach eine direkte Netzwerkverbindung zu unserem Miner. Dann, wenn ihr die IP-Adresse nicht wisst, weil also bei mir zumindest keine Beschreibung dabei war, ifconfig könnt ihr einfach nachgucken. Da werden alle Netzwerke angezeigt. Unter Windows würdet ihr ein Command-Fenster aufmachen, also ein CMD, und da dann einfach ipconfig eingeben. So, bei Mac läuft hier einfach ein bisschen mehr durch, weil hier einfach auch viel mehr getan wird. Und da müsste hier oben irgendwo unsere Netzwerkadresse stehen.
So, gut, hier unten steht sie unter EN0 in dem Fall. Hier ist unsere Private IP-Adresse 192.168.4.2. Gut, das ist jetzt die IP-Adresse vom PC, also vom Notebook jetzt selber. Das ist natürlich jetzt nicht die IP-Adresse von meiner, aber das bleibt sich gleich. Wir brauchen unseren Browser 192.168.4. So, und der eigene PC ist jetzt natürlich die 2. Das ist es nicht. Da machen wir jetzt die 1 draus und dann haben wir eine AXOS. Da wird auch schon angezeigt. Enter und drinnen sind wir auf unserem guten Stück. So, dann brauchen wir als erstes mal unsere Netzwerkverbindung. Wir wollen ja den BitX in unserem eigenen Netzwerk haben. Wir wollen ja nicht jedes Mal eine extra Verbindung herstellen. Und da müssen wir jetzt die SSID von unserem Router angeben. Das ist ja ganz einfach, das ist normalerweise meine Verbindung normal. Quatsch, das ist sie. Ne, ich könnte es natürlich auch mein iPhone angeben, klar, logisch, aber wir brauchen hier, das ist normalerweise mein Hotspot, über den ich verbinde. Der heißt bei euch eventuell vielleicht auch einfach nur Fritzbox 1410. Das ist immer je nachdem, wie ihr das habt. So, dann braucht ihr natürlich das Fiwi-Passwort. Ihr müsst jetzt das Kennwort eingeben, wenn ihr ein neues Gerät mit eurem WLAN verbindet, also ein neues Handy. Oder wenn der Kumpel zu Besuch kommt und sagt, kann ich deinen Hotspot benutzen, dann sagst du ja, dann wählt er den aus und dann gibt ihr dieses Hotspot-Passwort ein. Dieses Passwort kommt auch hier rein. Dieses war der erste Streich, dann können wir das hier erst einmal speichern. Gut, um das Ganze jetzt abzuschließen, müssen wir natürlich das gute Stück mal kurz neu starten. Ich habe jetzt einfach den Reset-Knopf auf der Platine gedrückt. Das seht ihr jetzt gerade nicht, aber er baut jetzt keine Verbindung mehr auf. Ihr seht hier, der blaue Balken, der stockt. Ich würde sagen, es hat seinen Sinn erfüllt. So, dann machen wir hier ganz mal kurz ein bisschen Aufklärung. Wir gehen auf unser WLAN-Signal. Unsere WLAN-Verbindung, da müsst ihr jetzt normalerweise wieder mit eurem normalen Hotspot verbunden sein. Solltet ihr jetzt nicht mit eurem normalen Hotspot verbunden sein, dann wählt diesen bitte aus. Dann seid ihr wieder auf euer Netzwerk verbunden. Und jetzt müsst ihr einfach auf das Display von eurem BitMax gucken. Da steht nämlich jetzt dann die IP-Adresse. Die wird da angezeigt. Das ist dann die 107, wenn ich das mit meinen entzündeten Augen so richtig erspäht habe. Jawohl, und da ist er auch schon. Gut, dann gehen wir wieder unter Settings. So, dann brauchen wir hier unsere Adresse. Ich habe hier schon auch ein bisschen was vorbereitet und mir das ein bisschen zusammenklabustert, was man da braucht. Das wäre dann hier bei Unmineable. Ich zeige es euch jetzt einfach an Unmineable, dass das relativ einfach ist. Dann hätte ich gern den Port 443, also ein SSL-Port. So, dann hätten wir den User. Das wäre dann Command V. Der setzt sich jetzt zusammen aus Cro, aus dem Token, den wir also haben wollen, Doppelpunkt. Die Wallet-Adresse, die muss natürlich auch eine Cro-Wallet sein, da müssen wir darauf achten. Ihr könnt also nicht eine Bitcoin-Adresse eingeben und Cro meinen oder jetzt zum Beispiel Kasper meinen und dann eine Bitcoin-Adresse angeben. Das geht nicht, das muss also zusammenpassen. Also wenn ihr Bitcoin meint, eine Bitcoin-Wallet-Adresse angeben, wenn ihr Cro meint, eine Cro-Bitcoin-Wallet-Adresse. Und wenn ihr zum Beispiel Elon Coins meinen wollt, dann eine Elon Wallet-Adresse angeben. So, dann haben wir hier .bitx stehen, das ist der Worker-Name. So wird der dann später auch als Name unter Unmineable angezeigt. Und mit Route gebe ich dann noch meinen Referenzcode an, wo das hingemeint wird, wer referenzbegünstigt ist. Der 5U6K, den habe ich jetzt einfach mal hergenommen, damit ihr den seht. Das ist das Bindestrich, dann 68GT. Das ist also mein Referenzcode, den könnt ihr gerne benutzen. Den verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Wäre immer sehr freundlich, wenn da ein kleines Dankeschön rüberkommt. Spenden und sowas gibt es ja nicht, das haben wir schon mittlerweile rausgekriegt. Dann automatische Fankontrolle und so weiter, das lassen wir alles so, wie es ist. Das hat dann Passwort, wenn er das nicht nimmt, dann macht einfach ein X rein.
Das ist eigentlich so standardmäßig. So, dann haben wir das jetzt geschrieben. Dann drücken wir nochmal unser Reset-Knöpfchen. So, das hat er sich drin. Jetzt gehen wir mal auf Home. So, Uptime 32 Sekunden. Fehlgeleitet Status ist connected. Free Memory, unsere Firmware-Version. Da kann man dann auch noch updaten. Das schauen wir uns dann später noch an. Dann unsere Bordversion. Dann haben wir hier noch ein bisschen Power-Infos, wie viel das Gerät quasi verbraucht und wie heiß das es ist. Und die Resolute, wie viel das wir denn schon erwirtschaftet haben. Das ist 0, das ist nicht viel. Ein bisschen mehr hätte ich mir dann schon vorgestellt. Ich will ja nicht gehässig sein, aber dann nochmal Logs. Hier können wir uns die Logs-Dateien anzeigen lassen in live von dem Gerät. So, da haben wir jetzt ein bisschen Fehler drin. Was ich so ein bisschen vermisse, dass man das Ding jetzt nicht einfach mal kurz auf Pause setzen kann. Ach, aber einen Restart-Knopf haben wir hier oben. Okay, gut. Ist für mich jetzt auch gerade neu, deshalb seid ein bisschen nachsichtig. Und wir haben hier einfach hier stehen, Task Socket Unable to Connect to. Da kann er also die 443, den Port, nicht connecten. Und zwar Connecting to, da haben wir die 00000. Das ist blöd. Okay, schauen wir uns die Fehlermeldung mal genau an. Das ist eine IP-Adresse 0.0.0.0 und das ist nicht erreichbar. Ja, also das hat er schon, das ist die weltweite globale Mining-Adresse vom Pool. Den Pool sagt er jetzt nicht an, aber er sagt unminable und ja. Das besagt uns, dass die DNS-Auflösung nicht funktioniert. Es könnte jetzt natürlich mehrere Ursachen haben. Dann könnt ihr jetzt auch die Schnelle mal suchen, was dann wahrscheinlich so 2-3 Stunden dauern würde, bis man die ganzen Logdateien durchgestöbert hat. Ich würde sagen, wir behelfen uns hier einfach auf die Schnelle mit dem P-Hole, der wahrscheinlich auch das Problem ist, dass der Miner die Adresse jetzt nicht auflösen kann. Und dann gehen wir mal rüber und zwar machen wir jetzt Folgendes. Ich habe das jetzt schon ausprobiert, das funktioniert. Wenn wir jetzt unter P-Hole unter Local DNS gehen, dann können wir unsere eigenen lokalen DNS-Records definieren. Da haben wir das Problem, dass wir einfach hier die Adressen brauchen. Das heißt, wichtig ist dann für uns hier quasi der SHA-256.auto mit der IP-Adresse hinzufügen und die entsprechenden anderen Server. Also solltet ihr das Problem haben, dass euer DNS nicht läuft und ihr einen P-Hole benutzen, behelft euch so DNS-Records unter lokale DNS und da tragt ihr die entsprechend hier ein. Also automatisch, dann Brasilien, Europa, Hongkong. Hongkong brauchen wir mit der IPv6 drin. Okay, nehmen wir raus, den brauchen wir nicht. So, und dann passt das. Warum jetzt Auto? Auto ist natürlich der Connect erst einmal generell und dann wird das eben entsprechend auf den anderen umgeleitet. Das ist einfach der ganze Schabernack. Also so könnt ihr diesen Fehler, den ihr hier habt, umgehen, dass er die 0000 auf der 443 rausnimmt. Okay? Dann passt das eigentlich. Schauen wir einfach noch mal ein bisschen rüber zu unserem BitX an sich selber auf das Dashboard. Und dann sehen wir hier eigentlich mal die Hashrate auch, die jetzt läuft. Ich habe ihn jetzt auch ein bisschen am Laufen. Dann haben wir hier die Shares, wie viel das er gefunden hat. Dann haben wir nur Reacted, also wir haben keine ungültigen gehabt bis jetzt. Dann die Effizienz, Watt pro Terahash, also 0,28, wir fahren aber bloß ein halbes Terahash. Das habe ich noch nicht so ganz rausgekriegt, was das bedeutet. Dann haben wir unten noch die Power, wie viel Watt das er benutzt, wie viel Input das er hat. Dann ASIC hier, 1,2 Volt der Chip. Dann die Temperatur, Lüftergeschwindigkeit, wobei die Lüftergeschwindigkeit, ich glaube nicht, dass das 100% ist, weil der Lüfter, glaube ich, nur eine Geschwindigkeit kennt, würde ich jetzt einfach mal schätzen, nachdem der eigentlich immer nur mit einer Geschwindigkeit dreht und das ist volle Dröhnung. Aber der Lüfter ist wirklich leise, man hört ihn nicht, also er liegt hier direkt neben dem Notebook, quasi direkt neben dem Telefon, neben dem Mikrofon
und man hört ihn eigentlich auch nicht. Und das war jetzt erst einmal das dazu. Dann können wir uns hier mal die Logs anschauen. Da sieht man, das sind wir Uptime von 6 Minuten, da ist man mal rausgeflogen, sonst hätte ich euch ein bisschen mehr Daten zeigen können. Aber die sind einfach weg. Er verliert mal kurz die Verbindung, dann hat er eine neue Abzeit, wenn er die Connect wieder herstellt. Und dann setzt er das ja einfach wieder zurück. Die Logs gibt es ja auch zum Live mitgucken. Wenn man gerne vor der Kiste sitzt und nichts Besseres zu tun hat, kann man sich das auch wirklich einmal angucken. Ja, da seht ihr auch, wie das jetzt hier durchläuft. Schaut, ob ihr irgendwie einen Hash findet. Ja. So schaut auch jedenfalls die Logdatei aus. Die Settings ist klar, die sind wir schon durchgegangen. Das ist die SSID, das ist das Passwort für euer Wifi, dass ihr reinkommt. Euer Pool, euer Port. Dann, was ihr meinen wollt, ich lasse jetzt gerade mal hier testweise ein bisschen so mit E.ON laufen, dass ihr auch wirklich ein bisschen was findet. Und dann natürlich eure Wallet-Adresse dazu, habe ich schon erklärt. Dann hier der Miner-Name und hier Referenzcode zum Beispiel könnt ihr noch mit angeben. Dann das Passwort ist in der Regel X. Frequency und Core Volt, das sind zwei so Dinge, die sind ganz interessant. Damit kann man overclocken. Ich bin kein Freund von Overclocken. Ich lasse die Kiste lieber eine Stunde länger laufen und kriege mein Zeug, anstatt dass es mir irgendwie was rausbrennt. Wobei ich hier natürlich mit 30 Grad Außentemperatur natürlich andere Probleme habe, was Temperatur angeht. Ich habe nicht irgendwie einen Winter, wo ich bei minus 10 Grad auf offenem Fenster meine Miner laufen lassen kann. Nein, das fällt hier leider aus. Und die ganze Zeit Klimaanlage ist auch ein bisschen teuer. Das würde sich nicht mehr rentieren, dann bin ich bei den Stromkosten, die ihr habt. Was ich euch noch ganz gern gezeigt hätte, ist jetzt einfach hier das Update noch, dass wir hier ein Update machen auf der Softwareversion Firmware. Da muss man hier beide Dateien einfach runterladen, dann hier mit Browse dann entsprechend die ESP-Miner bin bzw. die Website einfach noch einmal uploaden. Warum ich das jetzt nicht zeigen kann, ist ganz einfach. Wenn ich auf ESP-Bin gehe und das Ding runterladen möchte, macht er das auch brav. Nur wenn ich jetzt da reinschaue, dann habe ich hier eine ESP-Bin und die ist 1 MB groß. Das ist keine Firmware, da ist irgendwo der Wurm drin, da haben die irgendwie was Schlechtes eingestellt. Das werde ich im nächsten Video machen. Ich mache noch ein zweites Video dazu, wenn man dann hier den Schwarm konfiguriert, wenn man mehrere Miner hat. Das wird aber nächste Woche sein, wenn die neuen Geräte da sind. Gut, das wäre es gewesen. Ansonsten ist die Effizienz von dem Gerät wirklich sehr gut. Er meint also gut. Leider setzt er das hier immer wieder zurück, wenn man hier den Bildschirm wechselt. Und man hat keine durchgehende Statistik, zum Beispiel über die letzten 24 Stunden. Das fehlt mir hier eigentlich so ein bisschen. Das ist ja auch noch alles relativ neu. Gut, kommen wir noch ganz kurz zu einer kleinen Übersicht, welche Miner das es denn von diesen Bixart-Minern momentan gibt. Da haben wir hier einmal den ich jetzt verwendet habe in dem Video. Das ist der Ultra 201, der BM 1366 AG. Den kriegt man auch überall relativ für umgerechnet 139 Euro oder US-Dollar, das ist dasselbe. Der bringt zwischen 400 und 500 Gigahashes. Wenn man dann zwei, das werde ich euch dann zeigen im nächsten Video, einen Schwarm hat, hat man dann 1 Terahash. Dann gibt es einen etwas schnelleren Miner. Der ist zwar mit etwas, glaube weniger angegeben, er bringt aber ungefähr zwischen, praktisch gesehen, an die 600 Gigahash bis 650. Sagt man. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich das Gerät nicht habe. Und ist auch hier nicht bestellbar momentan. Also das wäre dann der BM 1368 PB und der kostet ca. 179 Dollar oder Euro, je nachdem, also wie gesagt, das ist das gleiche. Und der kostet eigentlich auch so 3170 Taibat, das ist jetzt, ja, kommt auch auf dasselbe, kommt auch bei 180 Euro hin. Das wäre dann ein Typ BM 1397 AG. Der hat allerdings den Haken, der kann keine SHA 256 Algorithmus und damit ist es ein reiner nur Solo-Miner. Der kann also nur Solo-Minen. Ihr könnt kein Pool-Mining betreiben, sondern ihr meint halt so lange, bis ihr einen Block findet. Das heißt, du meinst 24 Stunden um die Uhr. Wenn du einen Block findest, kriegst du die ganzen, ich glaube ca. 200.000 oder was, das sind Gebühren aus diesem Block, den ein oder die 3 Bitcoins, oder 3, noch irgendwas, und die ganzen Gebühren, glaube ich, so Werten von 200.000. Allerdings die Wahrscheinlichkeit,
nicht besonders hoch, allerdings wesentlich besser als im Lotto. Das ist eine Sache für sich. Ich habe dann doch lieber das Pool-Mining, wo ich rentable jeden Tag Einkommen habe. Das Solo-Mining, es gibt Leute, die schwören drauf. Okay, lass mal so gelten. Ich gönne jedem das, was er haben will. Ich mache also darauf aufmerksam, das hier ist ein reiner nur Solo-Miner. Die beiden Geräte hier, die können beides. Die können den SHH 256 Pool Mining und die können Solo Mining. Also da geht beides. Das dürft ihr nicht aus den Augen verlieren. So, das soll es für dieses erste Video, was diesen Miner jetzt angeht, gewesen sein. Ich schiebe dann noch ein zweites Video nach, wenn der nächste Miner kommt. Da kommen 2 Stück, habe ich jetzt nochmal bestellt. Und zwar auch von Lucky Miner. Das ist jetzt dann also nicht der Bitmax. Also hat im Prinzip dasselbe OS, es steht ja bloß nicht Axe OS oben, sondern es steht da Lucky Miner oben und mir kommt es halt darauf an, das ist mir wichtig zu sehen, ob das dann im Schwarm mit anderen Geräten auch funktioniert oder ob die vom selben BIOS-Typ sein müssen oder ob man das BIOS dann überschreiben kann. Sollte dir das Video geholfen, gefallen haben oder sonst irgendwie weitergeholfen haben, würde ich mir natürlich einen Like freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Ansonsten solltest du Probleme mit deinem Computer oder PC haben, das hier gezeigte nicht umsetzen können oder Schwierigkeiten dabei haben oder dich sonstige Computerprobleme plagen oder sonst irgendwelche Hilfe gebrauchen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, ebenso wie den Blogartikel zum Video. Und die KSC übernimmt für euch die Aufträge gegen Rechnung, ohne Vertragsbindung, ohne Haken und Ösen, für 25 € die Stunde. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.